Pinselanwendungsbeispiel Nummer 1. Ich erstelle eine neue Datei und die ist A4 Querformat und erstellen, dann ist die wahrscheinlich so groß, vermute ich mal. Naja, A4 Format quer 300 Pixel pro Zoll. So, jetzt hätte ich gern die Hintergrundfläche ein bisschen gefärbt. Ich suche mir also eine Farbe raus, klicke also auf meine Vordergrundfarbe, suche mir eine Farbe und also so ein Grauton, das muss jetzt nicht genau exakt diese sein, aber sowas in der Art. Und fülle das mit dem Füllwerkzeug. Da habe ich jetzt diese Farbe. So, jetzt kommt meine Textebene. Also ich nehme das Textwerkzeug und klicke hier rein und schreibe jetzt mein Wort Wonderful. Jetzt muss ich bloß mal gucken, die Farbe ist die gleiche. Die mache ich jetzt schwarz. So, müsst natürlich gucken, dass der Cursor nicht direkt da drin blinkt. Jetzt die Farbe schwarz machen. So, die Schrift, das ist die Alphan 2 und die kann man bei Adobe Fonts aktivieren. Also bei Adobe Fonts kann man die erstmal suchen, die Alphan 2. Alphan 2. Da ist sie, die hat 2 Schriftarten, die sind beide recht fett und so. Und die habe ich jetzt beide schon aktiviert und die habe ich hier verwendet. Also die müsste man hier aktivieren und dann kann man sie verwenden. So, mein Wonderful. Ich mache es mal größer, das kann ich auch hier oben machen. Also hier so, wo ich noch ein Stück schieben mit dem Verschieben-Werkzeug, Stückchen rüberschieben. Und mit dem Textwerkzeug hier noch ein bisschen vergrößern. So, das hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen verzerrt. Aber bevor ich das mache, packe ich es in ein Smart-Objekt, weil dann kann ich da nochmal ran, kann ein anderes Wort reinschreiben oder was anderes mitmachen. Ich nehme die rechte Maustaste in der Ebene, eben im Bedienfeld, rechte Maustaste drauf und sage in Smart-Objekt konvertieren. So. Jetzt kann ich das noch ein bisschen verzerren, wenn ich möchte. Unter Bearbeiten, Transformieren, Verzerren. Dann kriege ich so einen Transformationsrahmen und kann das natürlich jetzt hier noch ein bisschen so schräg nach hinten verzerren. Man könnte es auch hier oben ziehen. Ich hatte es ja ein Stückchen in die Länge gezogen. Und hier ein Stückchen runterziehen. So. Ja, kann man das ja so ein bisschen schräg darstellen. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, hier dieses Verbiegen zu nehmen. Da gibt es auch so verschiedene Verkrümmen, vorgefertigte Formen, zum Beispiel Torbogen oder so. Müssen wir natürlich dann die Stärke runtersetzen. Dann könnte man so einen leichten Bogen reinbringen. Hier oder so rum. Ganz leichten Bogen. Oder, was hätten wir noch? Flagge hätten wir noch. Das wäre dann so ein leichtes. Ja, na gut. Aber ich mache mal das rückgängig und bestätige hier. Dann habe ich das nur so ein bisschen schräg gezogen. So, und jetzt kommt mein Pinsel ins Spiel. Jetzt will ich also hier so einen Grunge-Effekt eben draus machen. Das heißt, ich hänge an die Ebene eine Maske. Und jetzt suche ich mir halt meinen Pinsel und gehe ins Pinselbedienfeld. Und da gibt es bei den Zerstören-Pinseln, also die muss man sich hier reinladen, importieren, aus der Pinselsammlung, Zerstören ABA. Und da drin habe ich hier eben so hier die ersten beiden, das sind so eine Strukturen, so ein bisschen grunge-mäßig. So, und Vordergrundfarbe ist schwarz, sehe ich kaum noch was. Vordergrundfarbe ist schwarz. Mein Pinsel, der kann noch so ein bisschen kleiner vielleicht, auf 3000 oder so. Und dann vielleicht wieder ein bisschen größer. Und dann kann ich den hier mal tupfen mit schwarzer Vordergrundfarbe. So,
Das reicht schon. Das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Ne? Also nicht 5-mal hintereinander tupfen, das sieht doof aus, das sieht man sofort, sondern lieber nur einmal klicken. Wenn ich jetzt die Hintergrundebene ausblende, habe ich eben sowas. Und das kann ich jetzt exportieren als hier im Ebenenbedienfeld als PNG. Also Schnellexport als PNG. Und dann wird eben nur diese eine Ebene als PNG-Datei exportiert. Ich packe es mir mal in den Tag 2 rein, sichere es. Und das ist eben jetzt eine PNG-Datei mit Transparenz. Die kann ich in InDesign platzieren, in anderen Layout-Programmen platzieren und ja, ist also eine schöne Struktur. Das ist also die Anwendung eines Pinsels in der Maske. Die Maske sieht so aus. Und an den Stellen, wo das eben jetzt schwarz ist, da ist unsere Schrift eben jetzt so ein bisschen grungig, eben so unterbrochen. Das ist also ganz interessant.